So, Jojo und hallo, ich bin wieder da. Yay. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich mache noch alle meine Einstellungen und dann können wir loslegen. Ja, wie ihr seht, heute ist endlich der große Tag da. Die große Sondersendung zu Genshin Impact Version 3.2 fängt gleich an in 13 Minuten. Und natürlich bin ich live mit dabei. Und ich hoffe, ihr auch. Ich freue mich schon total drauf. Bin gespannt, was heute alles gezeigt wird. Und ich stelle noch schnell alle meine Sachen ein. Einmal mein Stream Manager, dann brauche ich noch meinen Chat und dann können wir loslegen. Ich habe sogar extra ein bisschen Musikuntermalung gestartet, damit es nicht so langweilig ist. So, auf geht's. So, wo ist mein Twitch da? Immer ein bisschen kompliziert alles zu finden. iPad so staubig. So. Here we go. Ach, eventuell muss ich noch einmal meinen VTuber ein bisschen neu kalibrieren. Schauen wir mal, ob es jetzt besser läuft. Ja, was wird uns erwarten? Bin schon sehr gespannt. Wie ihr vielleicht seht, das Vorschaubild, man sieht dieses Scaramouche Gundam Dings. Sieht fast so aus, als werden wir gegen diesen riesen Scaramouche Götterroboter kämpfen müssen. Nahida ist natürlich mit dabei. Nahida wird es als Charakter geben. Layla wird es als Charakter geben. Also werden wir über die beiden etwas erfahren, über die Story ein bisschen. Und ehrlich gesagt, schauen wir mal, was alles kommt. Es wird auf jeden Fall neue Events geben. Alles Mögliche. Da. Machen wir mal ganz kurz, ob mein Foto so passt. Ah, nicht ganz. Ja, machen wir noch ein neues Foto. Schauen wir mal, ob das man. Jojo ist da. Hallo Königin. Hallo, willkommen Jojo. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. So, jetzt muss ich nur kurz schauen, wo ich bin. 10.000 Seiten da. Da muss ich hin. Wassermarsch, gleich jetzt schon. Auch nicht gut. Warum kriege ich kein gutes Bild hin? Ah. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ach, gleich mal einen Schluck trinken. Gute Idee. Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was Nahida für ein Charakter sein wird. Ich habe mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Wir haben 2 Bogencharaktere, also nehme ich mal an, sie wird nicht auch noch Bogen sein. Ich bin so gehypt, ich auch. Claymore kann ich mir bei ihr auch nicht vorstellen. Speer, ich glaube, sie werden nicht den 3. Archon mit Speer am Stück nehmen. Von daher, Schwert haben wir schon El Hatham, also ich glaube, sie wird ein Katalyst-Charakter werden. Macht irgendwie am meisten Sinn. Und ich glaube, jetzt habe ich ein gutes Bild. Ich glaube, sie ist Katalyst. Macht irgendwie am meisten Sinn, oder? Wenn ich so dran denke. Und jeder Archon hat irgendwie eine Fähigkeit, die halt zum Element passt. Also nehme ich mal an, dass sie irgendwie eine Art Elemental Mastery Buffer werden wird, wahrscheinlich. Oder sowas in der Art. Weil Elemental Mastery irgendwie das Wichtigste ist bei Dendro. Ansonsten. So, wo ist jetzt meine Twitter-Nachricht? Ja.
Ich hoffe, sie macht ganz, ganz viel Dendro-Unterstützung, weil das wäre voll cool für Zaino und Nilo und alle. Also, ich habe vor dem Scaramouche-Boss Angst. Ja, wenn ich den so sehe, da im Hintergrund bekomme ich es auch mit der Angst zu tun, ganz ehrlich. Ja, schauen wir mal. Könnte gefährlich werden. Ja, werden wir auf jeden Fall besiegen müssen, nehme ich mal an, dass es eine Art Boss ist. Die Frage ist, wird Scaramouche letztendlich dran glauben, so wie Signora damals, oder wird er überleben und werden wir ihn bekommen? Es gibt ja viele Gerüchte, dass Scaramouche irgendwann noch ein spielbarer Charakter sein wird, was ziemlich cool wäre. Also mal schauen. So. Schaue ich noch mal kurz, wie ich sie bisschen was einstellen kann. Seitdem ich das neue Tracking habe für meinen VTuber. Noch 9 Minuten, yay, nur noch 8 Minuten. Ah, bin gespannt. Ja, dann gibt es noch Layla, von der wissen wir, sie ist kryo und sie ist müde. Oder so, oder total überarbeitet. Ich bin gespannt, wir hatten schon lange keinen Kryo-Charakter mehr. Letzte Kryo-Charakter war... Lasst mich nicht lügen. Shenhe. Ich zitte gerade, so gehypt bin ich, oh weh. Geht das nicht ein bisschen weit? Aber ich bin auch total gespannt. Nachdem ich Nahida fix bekomme, also bin jetzt bei ca. 155 bis 160 Puls, also bis sie da ist, habe ich auf jeden Fall genug Puls für sie. Und ja, bin schon sehr gespannt, was sie kann. Jojo, bitte auch was trinken, wenn du zitterst. Ich kann leider keinen Wassermarsch-Retour machen. Gut, ja, die Story wird halt weitergehen. Wir wissen, Nahida wird festgehalten von den komischen Weisen da. Seit mehr oder weniger ihrer Geburt. Irgendwo oben da in Sumeru. Und sie ist nicht rausgekommen. Und ja, wir werden sie befreien. Wie das alles von sich geht. Ich nehme mal an, nachdem die Story ziemlich gut geschrieben war, dass alle mithelfen werden. Wahrscheinlich wird man alle nochmal sehen. Ignadi, Kolle, Nilo, El-Haytham, Zaino, auf jeden Fall, die ich ja kenne, das vielleicht auch. Bei Tignadi, Kolle, kenne das, ja, vielleicht. Schauen wir mal. Bin sehr gespannt, wie die Story weitergeht und was das Ganze, was Dottore da versucht mit seinen komischen Experimenten und so und ob wir das Ganze aufhalten können. Vielleicht schaffen wir es letztendlich auch, die ganzen Krankheiten und das Withering und wie das alles heißt, Eleazar zu heilen. Das wäre cool. Ich hoffe, Raiden kommt während dem Kampf gegen Scaramouche. So als Wiedergutmachung, so, dass sie ihn fallen gelassen hat und so. Klingt spannend. Ja, ich bin schon sehr gespannt. So, 5 Minuten noch. Gut, was können wir noch erwarten? Kirito, danke fürs Follow. Willkommen bei mir. Was ist in 5 Minuten? Weiß nichts davon. Das ist ernst gemeint? Die große Ankündigung und Vorschau zu Version 3.2 von Genshin Impact startet in 5 Minuten, ja. Was? Die Fu oder Fo. Wassermarsch, danke. Ich trinke noch einen Schluck. So, hatte ich gar nicht auf dem Plan. Na dann bleib dran, da kannst du gleich mitschauen. Wir schauen alle zusammen. Bin sehr gespannt. Na dann, auf geht's. Danke auf jeden Fall fürs Follow und willkommen. Ja. Gut. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird es der letzte Teil der Hauptgeschichte zu Meru sein. Also werden wir dann so den Abschluss haben. Was könnte uns noch erwarten? Vielleicht bekommen wir den
Den Teepot zu Sumeru. Die Teekanne. Würde mich freuen, weil ich will endlich weiterbauen. Und ja. Schauen wir dabei mal. Als wir dann nachher die Trailer nochmal schauen wollen, habe ich schon mal alles bereitgestellt. Ja. Ach, ich hasse es. 82 Pity, immer noch keine Nilo. Haha. Ach, das ist fies. Ich habe, glaube ich, Nilo bei zwischen 70 und 80 bekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber jetzt fehlt dir nicht viel. Also wenn du Nilo wirklich haben willst, dann alle Event-Primus und so, die es noch gibt. Ansonsten sparen einfach. Aber auch nicht garantiert. Ah, das ist natürlich fies. Dann drücke ich dir die Daumen, dass es schnell geht und dass du den 50-50 gewinnst. Gut, 2 Minuten noch. Da, was man nicht vergessen darf, wir müssen natürlich refreshen, damit das alles funktioniert, weil es geht irgendwie nie von alleine los, seltsamerweise. Ab 71 Pity aus 10 Pullen, Nilo und Barbara. Okay. Nice. Wie ist sie noch? Weil sie fangen ja immer genau Punkt an und immer verpasse ich die ersten Sekunden. Früher habe ich immer die erste Minute verpasst, aber jetzt machen sie das nicht mehr mit mir. Bin sehr gespannt. Ich mache mich ein bisschen kleiner dann. Ups. Ja, damit man genug sieht. Schauen wir, auf welcher Seite ich dann sein muss. So. 59. Perfekt. Frage mich, welche Banner wohl mit Nahida kommen. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Nach 1 Minute. Yay! Oh, danke Kirito fürs Prime-Abo. Das ist aber lieb. Dankeschön und willkommen. Kannst jetzt die coolen Emotes verwenden, die ich gezeichnet habe. Willkommen. Danke, 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 danke. So, 59, 59. Nächste Woche werde ich noch ein zeichnen, habe ich mir vorgenommen. Tut sich schon was? Offline? Offline. So, 14 Uhr genau. Refresh. Tut sich was? Alles ist schwarz. Jetzt geht's los. Ha! Vollbild, gib mir Vollbild. Geht los, wir brauchen Sound. Sound. Hey, Nahida. This is my first ever special program, and I can't wait to explore the upcoming content with all of you. What's up, everybody? My name is Alejandro Saab, and I'm the voice of Sino. Hopefully everyone's gotten to know Sino a little better during this version, and we've still got plenty of Sino coming our way in the upcoming version too. Falls es zu laut oder leise ist, einfach Bescheid sagen. I'm excited to see what version 3.2 has in store for us. So, let's jump right in and start with our new version trailer. Trailer. Imagine this. We have orchestrated our plan and successfully rescued Lesser Lord Kusanali. We have changed Sumeru's entire political landscape. Huh? Did I just see something dart by? Having the doctor gone benefits him as well as us. Haben sie ihn einfach wegfahren lassen?
Amazing. So this is how it feels to walk out of that cage with my own body. Yeah! Tschüss. Hey! Make yourself at home! Die Musik ist so happy. But now doesn't seem to be the time to indulge in this Mit feeling. Schaukel. Layla. Is it too late for an extension? Ha! Schwert. Not now. Stars, shine for me. Mit Mobile. Oh. Keine Dendrohypostasen, nein, bitte nicht. Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. Oh. So, you think this is over? Die Kabel im Rücken. Wait. No. I can't. Oh. That's the secret hidden by Ermin's soul concerning the truth of this world. The balladeer has already become a god? Ups. No wonder your own people have abandoned you, God of Wisdom. Die Fabrik. Oh weh. At my command, Hilfe. you shall fall. My endless cycle Oh mein Gott. begins. Panik. Your ploy was to sacrifice the traveler here, was it not? Nilu, Oh. are you sure about this? You're taking such a great risk for them. I must admit that I'm a little scared. Oh mein Gott. I'll try my best for Lesser Lord Kusanali. Alhaitham's plan is even more radical than I imagined. Sag ja, alle kommen noch mal vor in der Geschichte. Okay. Wir sind auf unserer Seite jetzt. You've betrayed all of Sumeru, betrayed its Archon. Creating a Oh god. Gott, ich hab Angst. We are using human wisdom to create a god. Let us reenact the scene of the Archon War. Come and inaugurate my birth as a god. Hilfe. Ich hab auch Angst, ja voll. Oh Gott, schau, wie klein wir sind. Wie klein Nahida ist. Oh, der erste Code. Wechsel. Jetzt nicht ein Bild. Danke fürs Abschreiben. Muss ich nachher gleich eingeben. Jeder Primo zählt. Okay, spannend. Man hat bisher eigentlich nur die Charaktere und die Story gesehen im Trailer. So, we've got a lot to unpack from that trailer. Yeah. After experiencing the Subzerus Festival, Samsara, and surviving our journey through the desert, we'll finally get to the riveting end of the Sumeru Archon quest in version 3.2. Picking up right where we left off, the Chibis traveler sind is teaming süß, up with some amazing characters to face the Academia and rescue Sumeru's Archon. Muss Nilo ziehen, I'm deswegen sure the wichtig. first thing Drückt dir die everyone's Daumen. wondering is how we're going to save the Primo? Dendro Archon. Yeah. Oh, for sure. Nahida's been locked up by the doctor inside the sanctuary of Surasthana. It's not like we can just go walking in there. And on top of that, we're dealing with two of the Fatui Harbingers now. We've got the Balladeer in his super powerful looking boss form, as well as the doctor, who seems to be a real tricky one to predict. I'm not gonna lie, the Traveler really has his hands full with this one. Yeah, definitely a tricky situation. Totally. And besides these two Harbingers, we can be sure the Grand Sage will also be on his guard. Uh-oh. But hey,
with the help of 2 insiders like Sino and Alhaitham, we might just have a way into the academia. Well, as the General Mahamatra, Sino also has his own agenda. After being tracked and predicted by the academia for all these years, this might just be his chance to settle the score. And if we're hoping Wir to schaffen truly das schon. save Sumeru, we'll definitely need the power of the Dendro Archon to help us. Yeah, I can't wait to see how everyone's hard work and coordination plays out. And I don't know about you guys, but besides saving Nahida, I'm also curious how we're going to save Irminsul. Plus, we still don't know the meaning behind the words that Greater Lord Rukkhadevata left us. World, forget me. Well, travelers will be able to personally unravel the answers to all these questions in their own journeys through version 3.2. You know, I'm actually kind of curious what the future for Sumeru will be once they get through all of this and, well, you know, what will happen to the crew we've been working with along the way. Spannend. Yeah, same. I just hope things will work out for everyone affected by Elazar, like Dunyarzad and Kale. Oh, and we can't forget the desert dwellers who have been mistreated all these years. There's a lot that needs to change for them, too. Right. So be sure not to miss Chapter 5 of the Archon Oh, der quest. Trailer. Akasha pulses, the Hi, Cobra Seele. flame rises. It'll be quite the ride, and I hope everyone will enjoy Jo, it. nobody's auch and da. of course, Hey. the end of this quest won't be the end of everyone's journey in Sumeru. There are still many puzzles and mysteries Oha. waiting to be solved. Whether it's Lesser Lord Kusanali, the Doctor, or the Balladeer, I think there still might be lots of unexpected things waiting to be uncovered. Okay, Yes, it's geht die gonna Story be doch noch awesome. weiter. Okay, so now that we've talked about some of the storyline, maybe we can talk about that massive Okay, im mechanical nächsten looking gibt's auf puppet we've jeden Fall seen. nur einen That's neuen the Akt. god that the academia has been creating. That's right. And now that you mentioned it, let's talk about the Balladeer boss battle. Nein, ich will ihn nicht sehen. This boss looks Ich krieg Angst. tough. The Doctor must have put a lot of his energy into this. Yeah, the Balladeer has lots of strong and awesome looking abilities, so why don't we start by checking out some gameplay from the new boss battle? Sounds good. Oh Gott. Also er hat da 2 verschiedene Formen. Erst nur der Oberkörper. Warum hat er so viele Arme? Oh mein Gott. Wo kriegt er so viele Arme her? Ja, die Musik. Der erste Part geht ja noch, aber wenn er dann die Beine bekommt. Oh Gott. Okay, was sind da für Felder? Elektro, Wasser. Wenn man da drauf tritt, wahrscheinlich wird man vom Element. Oh Gott, das wird schlimm. Oh. Musik on point wie immer. Süß, was ist das da? Für ein Tierchen, was da mit uns mitfliegt. Oder ist es eine Pflanzenkanone? Sieht aus wie so ein Aranara-Schussdings. Wow, just look at the Ah, size of it. Pretty sure riesig. this boss is going to push travelers to the limit. Es wäre nice, no wenn jeder kidding. Genshin-Spieler miteinander ihn besiegen kann. And come to Das think wäre of it, cool. this is like the 3rd Fatui Harbinger boss battle we've had. They really keep So ein stepping up the art and Mega-Raid mit design every 50 time. Leuten. It's so awesome. Aranara! So cool. This is an ultra powerful puppet we're going up against here. So we're talking huge attacks and epic moves. Let's break it down a bit. In the first phase of the battle, the Balladeer will use his massive arms to attack Da everyone. sind auf jeden Fall irgendwelche The arms Elemente. are capable of Eis ist da auch utilizing noch. different elemental powers, and there are several types of abilities, including attacks that create fields of burning or freezing effects on the ground. Sag ich ja. Oh, you know what? This fight kind of reminds me of when we fight Ruin Guards. Okay, I wir think we'll have nehmen to mal so come ein up with a way Limit. to paralyze it. Right. And Sicherheitshalber. you might have noticed there are some arcane formations on the ground, so activating those might trigger some interesting effects. Okay. And I bet a lot of people are wondering what that thing is floating next to us. Not gonna Yeah. lie, is kind of cute. Oh, maybe it's a Paimon reskin. Sorry, but no. Not only is it super cute, but it's also super powerful. Travelers will need to charge Aranara-Kanone. energy for this little helper and use its special skill to counter the boss in battle. A helper in a boss fight. Yeah, that's Oder ein definitely not Nahida-Pet. Paimon. Once the Balladeer has transformed into this massive form, Ich habe kein our Songli, ich usual werde attacks sterben. won't Nein! deal any tangible wieder blau. damage to him. So, the only thing capable of breaking through his defenses will be our little helper that we just mentioned. Okay. There will even be some moments in the fight where travelers will need to use an aiming mode to attack the boss's weak points. Oh, who would have guessed that little thing would be so important das against noch. a boss the size of the Balladeer? I know, right?
They also use some amazing special effects for all of the Balladier's moves. Speaking of which, the cosmic appearance, the spacey special effects of his skills Oh mein Gott. really kind of remind me of the Ren Shogun skills. Ah, you're right. And seriously, I can't wait to check out this new boss fight. I'm so hyped. Yeah. So now that we've covered the new boss battle, I think it's time to introduce the first of our new playable characters coming in version 3.2. Let's welcome Lesser Lord Kusanali, aka Nahida. Willkommen. Finally! After everything we've experienced in the story so far, I think Nahida's already like a good friend to us. It's seriously so crazy what we've been through. Oh, I'm so Ihre happy to moves hear you sind so say that, süß. Zach. Okay, so throughout our journey, maybe everyone's already noticed some of the unique, yeah, let's call it that, unique metaphors that Nahida likes to use. And yeah, they can be pretty out there. Or sometimes she'll use really childlike language to describe some deep or profound idea. But the truth is, she has yet to set foot in the outside world since she was born. To her, all the knowledge that she has in her mind is like pieces of scenery that she's never seen with her own eyes. Oh, die Arme. So It's lange really hard to eingesperrt. imagine that the god of wisdom had been locked up for 500 years. Just makes me upset just thinking about it. Mhm. But I'm sure everything will work out sooner or later. If travelers would like to spend more time with Nahida, then be sure to check out Oh Nahida's Gott, story Story Quest. quest, Ich habe noch 4 Sapientia or offen. Mastes chapter. The quest will be available upon Irgendwann, completing the irgendwann Sumeru komme Archon ich mal quest. dazu. So be sure to check out the quest to learn more. It's nice that we'll get to spend more time with her. But I want to see Nahida in battle. Aber auch What do you got for us, 3 offen. Kimberly? Bitte etwas lauter. I've got lots to share. Ich, oder? But before we get to that, let's have a quick peek at Nahida in action. What they say is true. You have to see the world for yourself to appreciate how beautiful it is. Okay. Mit dem Moves ist sie Katalyst. The Temple of Wisdom. Fotomodus. Wow, was auch immer sie da macht, das ist riesig. Diese Kuppel. Oh, süß. Wow. She's so cute! Look at her. I love her! Aw, little Nahida is so cute. I Ich love habe how she keine hops around when Legendenquests she's mehr, habe alle fighting. gemacht, sehr Oh, and fleißig. her swing too. Nahida ist anders So, cute. what's that Ah, skill super that looks like cute. she's using a viewfinder or something? That seems pretty different. Yeah. Okay, so let's start with her viewfinder-ish kind of skill, which is actually her elemental skill. As a Catalyst user, Nahida's combat style is Catalyst. pretty unique. You may cast her elemental skill by tapping the skill button, or you may hold the button to enter in aiming mode. Opponents who are selected while aiming will be linked by Oh Gott. Nahida's special mark. After you Wie trigger aus dem elemental Event mit dem reactions on opponents who Fotografieren. are linked, and when they take damage from Dendro cores, Nahida will unleash Tri-Karma Purification, dealing Dendro damage. Whoa, this is so cool. Yeah, I love how it's like connecting the enemies together. Outside of combat, Nahida can Okay. use her elemental skill and enter the aiming mode we just mentioned to interact with certain harvestable items, allowing her to collect items directly to the inventory from a distance. Whoa, wait. Being able to harvest materials like that is gonna be so cool. That'll really save Das us some ist time. cool. Yeah. Diese This komischen skill may hängenden also have Blumen. some additional uses, so travelers will have to give it a try themselves and see. Ooh, okay. Nahida's elemental burst is where things get really interesting. Kann man die Leute Upon unleashing übernehmen? her burst, Nahida manifests the Court of Dreams, expanding a special field. That's Und ist pretty das amazing. The riesig. effect really does look like some royal court or palace. Yeah, different effects will be produced based on whether there are pyro, electro, and hydro characters in the Okay. party. Wollen sie uns je While Land Nahida is verkaufen? within the special field, a Die ganze pyro member Zeit. in the party will increase the damage of Tri-Karma Purification. An Oh, electro eine party Freundin member für will Klee. decrease the intervals at which Tri-Karma Purification is triggered, and a hydro party member will cause the duration of the field to be increased. Okay. If there are at least 2 party members of the elemental types I just mentioned, then the effects will be increased further. Oh, this is blowing my mind right now. Why Okay. do we have to focus on which effects we want to achieve? Put some thought into our team's composition. Kompliziert. Right? A key thing to remember is that these effects can be triggered while Nahida is not on the battlefield, as long as the active character remains in the special field radius. Yay, mit Nilu. Nice.
Also, in addition to Nahida, we have one other character joining us in version 3.2. Layla. That's right. She's a very peculiar academia student. Her name is Layla. Sie hat auf jeden Fall auch Most days, she Elfenohren. looks super tired and anxious, which seems to be a direct result of her relentless struggle with her studies. Nahida will be mine. And not only is she frail and anxious looking, but she also studies astrology. So it's no wonder people around her might consider her a little strange and mysterious. And even though she's always groaning Würde denke about mal her lieber studies, Layla haben. most of Layla's research work is actually fine overall. It's just her lack of confidence that's Sie ist auf really jeden Fall holding her cool. back. And that's Ich hoffe, sie kommen when beide her zusammen. unusual ability comes into play. And her ability is sleepwalking. Yeah. While she is sleeping, Layla unleashes her true self, allowing her to regain the confidence she needs and activate the talents and Schlafwandeln. strengths she's had all along. As soon as she starts sleepwalking, her unfinished papers no longer seem like the monumental tasks they were, and she completes them in no time. Das passt zu This dir. is Dankeschön. definitely something only Layla can do. Sie kämpft im Schlaf, Viewers meine should try to do Psychopathin. this with their own homework. Wer But does kann, der Layla kann. have any idea what happens when she's sleepwalking? I mean, does she know that she has this ability? She seems to be aware of it. The papers are obviously full of her handwriting, after all. But there have been some weird instances. For example, once during crunch time while researching, she sleepwalked and climbed the wall of Sawmill, and then randomly bumped into Candace. Such weird occurrences have made her start to wonder what's really going on. Ich denke, sie ist ein Forster. And aside from her sleepwalking, just like any other Kann gut student, sein, ja. Layla has many typical things that she hopes to achieve, as well as some regrets. Wir hatten so She viele wants to be able to Five-Stars, make jetzt friends bisschen. and go out and have fun. But it seems like she'll never be able to do any of that until she Bisschen einbremsen mit den Primos und so. And actually, I'm guessing that she uses her sleepwalking abilities in combat too, right? Na, zeigt You her. bet. Let's have a look at Layla in combat. Sweet. Even Sweet. when we're not looking up at the stars, they're always there. Mit Mobile. Watching us. Oh. Oh Gott, Schwert. Ich habe keine Schwerter mehr übrig. My guiding stars. Stars, shine for me. Okay, irgendwelche Eiskometen, die da rauskommen. Eissternchen. Okay, It almost looks like she's sleeping while being protected by the shield. ein This Schild. shield not only protects Layla, but also creates night stars while it is active. When a character protected Oh. by the shield uses an elemental skill, more night stars will be created. Okay. Once 4 night stars have been accumulated, they will transform into homing shooting stars, dealing damage to any opponent's hit. Ooh. Noch ein Night stars. Eisschild-Charakter. I love how her Ich skills hab have schon a die starry Ione, also. theme. It ties into her studies. Ah, sieht interessant throughout the aus. skill's duration, each time a night star is accumulated, the shield strength will increase. This effect can stack up to a maximum of 4 times. Whoa. Layla's elemental burst unleashes a dream sphere that constantly fires starlight slugs at opponents within its AoE, while Okay. also Kreis ist generating aber auch night ziemlich stars for groß. Layla's shield. Hmm. As a talented Ratawa his student, Layla also comes in handy when crafting. When Layla Schreiben im crafts character Schlafen. talent materials, she has a set chance to receive double the product. Ah, Okay. nice. Sweet. Anyway, when can travelers expect to see these new characters available in-game? Great question. That brings Okay. us to our new event Yoimiya? Wo wishes. kommt... War die In nicht the early erst? part of version 3.2, Nahida and Yoimiya will be available. In the later part of the version, we'll be seeing rerun no. event wishes for Yaimiko and Tartaglia, and Layla aber- will become available for the Miko. first time. Also, a new 5-star weapon, 1,000 Floating Dreams, will be appearing in magische the new weapon Lampe. event wish. Oh, nice. By the way, I've heard that Layla's been getting ready recently to participate in Sumeru's Beast Tamer tournament. But before we get into Was? that, I Beast think it's Tamer time for us to tournament? take another break. We'll be back with the Pokémon? latest info on events coming in the version update. Die war doch letzten Monat. Der kommt mir auch so I know vor. what you're thinking. It's time for redemption code. Ugh. You guys Oh. get it? Boo. Sai no. All right, that's enough. Boo. Oh oh, ich sehe den Boss. Oh, yay. Okay, aber es gibt nur eine neue Waffe, immerhin. Panik.
So. Jetzt weiß ich nicht, Child oder Nahida oder Yoimiya. Geht dann wohl für Yoimiya. Danke für den Code. Ja, die Charaktere sind sehr unterschiedlich. Es ist sehr schwer zu sagen, was besser oder schlechter ist. Also Child und Yoimiya habe ich schon und ich wollte Nahida sowieso haben. Also für mich erübrigt sich das. Yoimiya ist super praktisch gegen einzelne Bosse oder gegen diese fliegenden Viecher. So einfach hinweg sind sie, da ist sie gut, aber sofern es halt viele einzelne sind, ist es dann nicht mehr ganz so praktisch. Child hattet ihr den Vorteil, dass er gut ist, wenn viele kleine da sind mit den Riptides. Wir bekommen eine gratis Story. Perfekt. Jo, Bauer, hallo. Willkommen. Super, Dori habe ich noch nicht. Yes, Miko, da sage ich ja. Endlich für dich, Seele. Deine Miko kommt endlich. 4 Wochen nur noch warten und dann hast du sie. Schon wieder den Hippie? Hab sie noch nicht, also von daher cool. Participants will use a special gadget called a wisdom orb to catch and train their fungi and participate in battle events. Although the fungi often pose as little troublemakers for us in the wild, using this gadget will allow travelers to establish a certain level of communication with them. Okay, so if I catch and train a Jade Plume Terror Shroom, then I should be pretty much unstoppable, right? Oh no, that wouldn't be fair. In this event, travelers will be able to sneak up on fungi in some certain areas to catch them. Okay. Unfortunately, the Jade Plume Terror Shroom is not one of those areas, Kimberly. Oh, das wäre schon praktisch If you end gewesen. up startling them, they'll flee until they are outside a set distance. After catching Bei solchen different kinds of Vorstellen fungi, redet der Reisende you can mehr follow als im Paimon's kompletten Game, suggestion das and stimmt give them allerdings. cute names. But most importantly, you will have to train your fungi. Bongo Head? That sounds fun. Travelers will have to use special floral jelly ingredients to mix and form blends that your fungi enjoy and unlock their true potential. Oh. While mixing ingredients, you use copy, switch, and rotate functions, and place Okay. a preset formula you Also have in Pokémon the und corresponding Tetris-Puzzle. Oh, looks kind of like jelly. I bet Paimon's gonna be Oder all Puyo over Puyo. that. Der. Paimon wouldn't ever do that! Well, Traurig, I einfach can tell sad. why you didn't book Bin that echt role. verzweifelt, ich weiß. And with Noch all these different kinds of fungi, ich auf they should have Nahida different Junior abilities, auf Child right? oder Child So holen to soll. work on their abilities, we'll use something called the Special Training Mode. In this mode, there will be 2 challenge types, Coordinated Assaults and Zone Defense. Travelers will be able to command their fungi's abilities, have them coordinate their attacks against a single Die target, Frage ist and halt, control was them für to defend the Charaktere hast du ley line schon? model. Welcher Charakter Oh, they're so möchtest du cute. Charaktere haben, This is gonna be so much fun. die dein I Team can't stärker wait. machen oder die dir Yeah, vom me Charakter neither. und vom Design her As besser for the gefallen? rewards, in addition to Primo Gems and various materials, once travelers have reached a certain phase of the event, they will also be able to summon the great and almighty merchant, Dory. And Layla will be appearing in the event storyline, as Oh. well as a familiar visitor from another nation. Das heißt aber, wenn ich Layla haben will, Any idea who it could be? Supposedly a naja, fun wir können ja wieder guy. versuchen. Hmm? Geil. Okay, I see what you Nahida did ist there. tot, I oder? respect it. Let's leave that for Da muss travelers ich to ihn... discover Egal. themselves in the event. Come on, guys, Machen wir come erstmal on. Nahida und dann schauen wir weiter. Next up, we have a change of pace with an all-new Trials event. For Okay. this event, travelers will have to use characters' special abilities to complete specific objectives. For example, you may have to knock slimes into the goal by triggering an overloaded reaction with Yenfei's and Klee's attacks, or use Yelan's elemental skill to move quickly and Grüne dodge Neune. giant pinballs. Here are some others. Use Xiao's plunging attack to send platforms back to the ground, or use Beto's elemental skill to hit the ball. This sounds Schau, like was sie some sich schon pretty wieder für Mühe unusual machen, da training. sowas aufzubauen. Yeah. And to make things even more interesting, this event will support co-op gameplay. Yay, Koop. This sounds like it'll be a Doppelrazor. lot of fun to watch. But what about objectives for characters that maybe we haven't unlocked yet? No worries, we got you covered. All the corresponding Ich würde characters sagen, will be du provided brauchst so as einen trial Shark. Na characters dann in the Yoimiya. challenges. Ah, perfect. Das ist echt In krass, was sie addition da to these machen. events, version 3.2 will Für also 2 Wochen, feature dann an ist es event wieder for our weg. players to put their skills Ach du to the grüne test. Neune. This time,
we'll have a new edition of the Hypostatic Symphony event. Keine Hypostasen. Nein. So, what changes can travelers expect this time around? The most notable change, of course, will be the addition of the new Dendro Hypostasis. That's Okay. right, the last member of the Hypostasis family will be officially landing in version 3.2. Besides Die serving wird as a wahrscheinlich new die Items open-world für boss, the Dendro Hypostasis will also be den busy Nahida performing droppen. alongside Also its nicht fellow vorfarmen. Hypostases in the Hypostatic Symphony event. Wann soll das 3.2 Update dann kommen? Müsste übernächste Woche Mittwoch sein. Der 2.11., glaube ich. Travelers may select a buff effect to use. However, as you increase the difficulty, the number of uses will decrease and the enemies will become more challenging. Oh, ich habe So it'll be Angst. super important for travelers to plan the right moment to Gott, use wie these effects. Kryo. So, what options do we have once we run out of buffs? Travelers will still be able to use Schlürf. food and potions from their inventory. If you're aiming to just collect all the Primo Gem rewards, then don't worry. Oh mein Gott, die You hat won't sogar heat up the difficulty Wände too da. much. Okay, good to know. Whew. I, Jo, for easy. one, will definitely Keine Ahnung, not warum be ich mir upping the difficulty. am schwersten habe ich mir mit der Kryo und der Hydro habe ich mir auch seltsam schwer getan, obwohl ich gehört habe, jetzt gelesen, Great. We can help each dass other out. mit Dendro man die Hydro Now total that we've gut covered the wegbekommen challenge soll. event, let's take a quick look at a couple more casual events coming our way in the new update. First, we'll be finding Casual inspiration events. for an illustrator in the Outside the Canvas, Inside the Lens Auch mal event. wieder. And once again, we'll be working together with Lieben in Marvelous Merchandise. Lieben It's kommt also wieder. worth mentioning here that some Schauen, was er optimizations have been made diesmal for zu the erzählen photo hat. event this time around. Everyone will be able to select from some preset angles and can make use of the rotate and focus functions to take better pictures. Das sieht aber cool That's aus. great. While you're out taking pictures, you may run into some interesting storylines along the way. So be sure not to miss Outside the Canvas, Inside the Lens. Oh no. Man, I love these kinds of events. Sign me up. Yeah, me too. In addition to all these new events, we Reality also have Pod? some news on system-related updates and Replication system? optimizations. I'm really excited about the first of these, which is regarding the Serenity Pot. Starting with version 3.2, the Serenity Pot will be adding the long-awaited replication system. Aha. Wow, that's super amazing. Das heißt, wenn dir ein anderer This feature will Teapot allow gefällt, travelers to einfach use sharing kopieren. codes to bring designs from other travelers' teapots and implement them in their own, or share their Ich own sehe teapot Sumero-Items. designs. I know Neue. there may be some Oder ich habe sie travelers einfach out noch there nicht. who have seen some amazing teapot designs that they've wanted to also create themselves, but didn't have the ability or time to make it. With this new function, travelers will be able to bring ist that nett. creativity back to their own teapot or share their creativity with others. Get ready to hit up your friends with amazing teapot skills. Oh, I can't wait to see everyone sharing their designs. Ja. Especially with me. Which brings us to our final update to share with everyone. This Okay. one is regarding the game's available languages. Starting with version 3.3, which will be the update following this one, Okay. Genshin Impact will be adding Turkish and Italian to the game language settings. So, Okay. players who'd prefer to see the game's text and UI in those languages can look forward to that. The team truly Net. hopes that travelers from all over the world can enjoy the game and start their own journeys through the world of Tibet. For further details, please check Genshin Impact's official channels and keep an eye out for future announcements and info. Wow, we've covered a ton of stuff. Seriously, it's a lot to take in. For sure. So now is probably a great time for our last redemption code. Aber gibt's kein neues Teapot-Design? Let's go. Will man nicht? Layla, gib mir die Primos. Okay, gut. Das heißt, Nahida kommt in 1,5 Wochen, weil sie im ersten Banner drin ist. Uff. Wir schaffen das bis dahin locker. Wird schon. Vielleicht gewinne ich wieder den 50-50 oder ich bekomme sie früh oder ich bekomme gleich zweimal. Hoffen darf man noch und träumen. Die Sternchen sind lieb. Aber nicht so viel Neues. Nur ein Story-Quest, ein Archon-Quest. Events sehen auch relativ kurz aus. Das heißt, ich werde endlich mal Zeit haben, ein bisschen was aufzuholen.
Danke, Kirito, für den Code wieder. Werde ich mir nachher alle... Well, everyone, I think Okay. we've covered just about everything coming our way in version 3.2, Das Bild ist which süß. means we've arrived at the end of our special program. Aw, this was Oh. fun. Yeah, Yeah, no, we covered a ton of stuff. so much stuff. Yeah. So many events too. But the most, like, the Was? thing that I'm most 50-50 excited gewonnen. Ja, about is, of gratuliere. Nilo? course, Nahida playable Sehr character, gut. Nahida playable character, Nahida playable character. Obviously. Nice. Yeah, for me, it was definitely the Balladeer. Dude, it Oh looks Gott. so Der Boss, ich hab Angst. insane. I have no idea how I'm gonna do that. Panik. Yeah, Sehr gut, no, das for freut me, mich. Oh my gosh, Ja. so many things. Weiß nicht, wen ich nehmen soll, Jean oder Dendro-Hypostasis Chi-Chi. And of course, the fabulous fungus frenzy. Ich Getting würd my little sagen, fungi and Jean. battling with them. And, you know, Außer the du brauchst noch teapot, mehr the Serenity Heilung, teapot, I'm so dann behind on my Chi-Chi, aber ich würde teapot, eigentlich so I sagen can't Jean wait eher. to You gotta get on it. hopefully get some designs from others, or at least, you know, get some inspiration from getting another teapot design. And just as we mentioned earlier, even though the Sumeru Archon quest will be reaching its final chapter here, Okay, it doch most das definitely letzte. won't be the end of our journey in Sumeru. In our story this time, we'll be encountering some interesting and mysterious content, and I hope it will be an amazing experience for all of our travelers. Sehr May the gut. wisdom of the Dendro Archon be with all of you. See you in Danke, game, Nahida. everyone. Bye. See ya. Bye bye. Die Chibis sind so süß. Hi. Okay, Ende im Gelände. Cool. Hi, Mons. Okay. Die Leute scheinen relativ begeistert zu sein. Den Trailer nochmal. Schon. Im Japanischen war einmal mit dabei. Ich will nicht die Live-Sendung haben, ich will den Trailer nochmal haben. Okay, gibt's noch nicht, muss man wieder ein bisschen warten. Live. Okay, na gut. Jo, cool. So. Da. Ist ja nicht so, dass Jean nicht hielt. Sie hielt eh super. Vor allem, wenn du möchtest, dann einfach draufhauen und schlagen und die anderen sind oben und du machst noch ziemlich viel Damage sogar gleich mit ihr. Deswegen, ja. Jetzt gehen erstmal 500 Bücher verrecken. Was? mit Nilo. Yeah, weißt du, was am besten ist? Layla und Miko in Phase 2. Yes, gratuliere, Seele. Ich freue mich für dich. Schön, dass Miko mit dabei ist. Voll cool. Na, ich werde schauen. Vielleicht, wenn ich dann Nahida habe, ein paar Puls dann. Ich glaube, ich muss nochmal neu kalibrieren. So, ich glaube jetzt besser. Wupp. Ja, es ist sehr cool. Ich werde mir auf jeden Fall mal Nahida holen und dann mal weiterschauen. Vielleicht stecke ich dann noch 20 Puls oder so. Den zweiten Banner, um Layla zu bekommen. Okay, ich muss los. Bye. Passt. Danke, Jojo, fürs Vorbeischauen. Erstmal Nilo-Level, dann viel Spaß. Wassermarsch. Okay, let's go. Trinken wir einen Schluck. Gut, auf jeden Fall. Was haben wir gesehen? Nahida kommt zusammen mit Yoimir. Dann im zweiten Teil kommt Miko mit Child und Layla als 4-Sterne-Charakter. Es gibt das neue Archon-Quest, was der Abschluss der Geschichte sein wird. Wir haben gesehen ein Story-Quest für Nahida. Und nebenbei mal Genshin starten. Alles, was ich skippen kann. Na dann, auf welchen Charakter sparst du?
Werde ich nebenbei noch meine Codes dann nachher eingeben. Die Events werden relativ schnell vorbeigehen, würde ich sagen. Ja. Okay. Das heißt, wir brauchen irgendeinen Katalysten für Nahida. Layla braucht ein Schwert. Hm. Wir gehen langsam die Waffen aus. Panik. Warte auf dich, ja. Ja, vielleicht kommt die dann danach. Könnte gut sein, dass sie darauf kommt. So, jetzt schaue ich mal ganz kurz. 3.2 ist die letzte Version, die 5 Wochen ist, oder? Danach wird es dann wahrscheinlich wieder auf 6 Wochen gehen. Jetzt schaue ich mal. Genau, der 2.11. ist der Mittwoch übernächste Woche. Dann von dem 1, 2, 3, 4, 5. Dann am 7. Dezember, nach meinem Geburtstag, kommt der nächste. Kommt der Weihnachtsevent, diesmal ohne Albedo. Da war ja erst. Ja, könnte gut sein. Und dann haben wir wieder 6 Wochen, gell? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 18. Januar. Da wird dann der Liu-Art wieder kommen, weil dann ist wieder Chinese New Year, da werden sie sicher Liu-Charaktere bringen. Schauen wir mal. Spannend, spannend. Ja, was sagt ihr? Freut ihr euch? Freut ihr euch nicht? Ich bin auf jeden Fall auf Nahida gespannt und wie sie das Spiel ein bisschen vielleicht verändern wird, die Dendro-Gruppen und so. Gott sei Dank nicht zu viel Neues, damit ich endlich mal ein bisschen nachholen kann. Es wurde auch Zeit. Jetzt schaue ich nochmal, irgendwo noch den Trailer gibt. Mhm. Nö, gibt's noch nicht. Dann nicht. Pech gehabt. Dann schauen wir später nochmal rein. Tada!